Schotterwüsten. So nennen manche diese Vorgärten. Klar, diese Gärten muss man nicht gießen, aber sind sie nicht dennoch Gärten des Grauens? Hier muss ich lachen. Ja, sie sind schon ein Grauen aus kleinklimatischer Sicht für die Stadt. Sie heizen sich unglaublich auf. Sie halten dann auch die Hitze und geben sie nachts dann schön wieder ab. Sie sind ein Grauen für jegliche Tier- und Pflanzenwelt. Also Tiere finden hier eigentlich überhaupt keinen Lebensraum. Und da der Boden unter den Steinen meist mit Folie versiegelt ist, sind sie auch bei Starkregen gefährlich. Daher verbieten immer mehr Gemeinden und Städte Schottergärten. Auch Frankfurt. Wer heute was neu anlegt, bei einem Neubau oder nach einem größeren Umbau, muss das berücksichtigen, muss begrünen, sonst sind mit Strafen von bis zu 15.000 € zu rechnen. Dr. Julia Kromer ist Botanikerin. Für die Senckenberg-Gesellschaft betreut sie regelmäßig Projekte und Aktionen wie die sogenannte Krautschau. Dabei geht es um die kleinen grünen Inseln, die oft unterschätzt werden. Manche Arten, es gibt sehr kleine Insektenarten, denen genügen auch schon einige Quadratmeter als Raum, als Lebensnische, wo sie auch schon ihren ganzen Zyklus durchleben können, wenn denn die Pflanzen sind, die ihnen quasi die Heimat geben. Insofern ja, jeder Quadratmeter zählt und jeder Quadratmeter, der von jemand persönlich angelegt wird, als Vorgarten ist wichtig. Ein idealer Vorgarten ist also auch einer mit einheimischen Pflanzenarten. Gut für Insekten und gut fürs Klima. Ja, so könnte es natürlich hier auch aussehen. Das wäre ein Traum. Und so einen Traumvorgarten für das Stadtklima und die Artenvielfalt kann jeder anlegen. Und das Beste, die meisten heimischen Pflanzen brauchen kaum Pflege und müssen selbst bei Hitze nicht gegossen werden. Wasser brauchen dann nur die Tränken für die Tiere. Dieser besondere Vorgarten gehört Julia Auer. Sie ist Naturlotsin und Permakulturdesignerin. Für mich persönlich ist es eigentlich, dass ich auch so viel beobachten kann. Also es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie anstelle auf einer kurzgeschorenen Wiese halt so viel Leben dort passiert. Und also ich kann da wirklich auch Wildtiere beobachten. Wie die Krabbenspinne, die kaum zu sehen ist. Hier wachsen auf wenigen Quadratmetern über 100 verschiedene einheimische Arten und das lockt dann tierische Besucher an. Vögel, Schmetterlinge und viele Wildbienen, wie zum Beispiel die schwarze Holzbiene. Vor 2,5 Jahren war hier noch ein Parkplatz. Der Umbau zur Magerwiese war recht einfach. Ich habe einfach die Pflastersteine rausgenommen und habe den Rest dann mit einer Bausandmischung aufgefüllt. Das heißt, es gibt grobe und feine Anteile in dieser Mischung. Und dann habe ich eben Wildblumensamen für eine Magerwiese gekauft und habe die ausgestreut. Und danach habe ich dann noch so ein paar Elemente reingemacht, wie Wurzeln und Steine, also große und kleine, habe Verstecke gebaut. Und im nächsten Frühjahr war eigentlich schon voller Erfolg. Ja, also da gab es schon die ersten wunderschönen Wildblumen. Julia Auers Vorgarten sieht zu jeder Jahreszeit anders aus und braucht keinerlei Pflege, außer 1- bis 2-mal im Jahr die abgeblühten Stängel und Samenkapseln abzuschneiden. Dass das Prinzip Magerwiese über Jahrzehnte hervorragend funktioniert, auch ohne Bewässerung, zeigt uns Thomas Moos im Botanischen Garten Frankfurt. In diesem Gartenbereich wird tatsächlich gar nichts bewässert. Ausnahme ist tatsächlich nur, wenn was neu gepflanzt wird. Dann wird im ersten Jahr noch ein bisschen punktuell bewässert, wenn es nötig ist. Aber sonst ist dieser Gartenbereich hier jetzt seit 80 Jahren völlig ohne Bewässerung. Und das klappt gut, wie man sieht. Wer auch so ein Insektenparadies erschaffen will, der hat allerdings ein Problem. Woher bekommt man heimische Wildpflanzen? Im Baumarkt findet man praktisch an jeder Pflanze das Schild insektenfreundlich. Alles, was blüht, ist auf einmal insektenfreundlich. Das ist bei vielen ist das auch richtig, aber nicht bei allen Pflanzen. Also das ist leider so oft ein Marketing-Gag. Wer wirklich heimische Stauden und Samen sucht, der findet sie bei 1000 Gärten, 1000 Arten. Auf dieser Internetseite findet man Gärtnereien und ganz viele Informationen. Also es gibt Studien dazu, die sagen, Menschen, die in grünen Stadtteilen oder in der Nähe von Stadtgrün leben, sind sowohl psychisch als auch physisch gesünder. Also es ist nicht nur gut für die Natur und die Insekten und die Vögel, es ist gut für uns. Deshalb sollten wir da überall machen, was geht. Dafür lohnt es sich doch, ein wenig mehr Wildnis im eigenen Vorgarten zu wagen.